Wir waren letztes Mal beim 9. Kontaktbericht und wir hatten über das Barbarentum gesprochen. Ja. Und das war im Grunde abgeschlossen. Aber sie sagte dann noch, das ist hier der 21. Satz, er ist Abkömmling wilder Vorfahren und hat den Weg seiner Entwicklung zu gehen. Dieser Weg aber führt unter viel Not, Elend und Mühsal zur Erkenntnis und Wissen. Ja. Kann man das verallgemeinern, dass der Weg zur Erkenntnis über Not, Elend und Mühsal führt? Das ist leider beim Menschen so. Nicht nur auf der Erde, Das sondern ist beim Menschen allgemein so. im Universum. Im Universum. Ja, Das okay. ist, weißt, sein Gehirn ist ja auf das ausgelegt, dass der Mensch eben selber denken kann, selber entscheiden kann und es richtig machen kann oder glauben kann. Oder? Er muss den Weg selber finden, um alles richtig zu machen, so wie es Brauch und Recht ist, wie es dem entspricht, dass es laufen tut, dass es nicht falsch, dass es nicht abweichen tut von der richtigen Linie. Ja, da wären wir gleich bei der nächsten Frage, nämlich die da anschließt. Wie du sagst, folgerichtig, ne, was ja logisch ist. Wie, genau, wo du sagst, genau, dass wenn ich jetzt was analysiere, zum Beispiel in deinen Schriften steht halt, Religionen sind fehlerhafte Lehren. Folgerichtig, das ist Glaube. Ja, das ist Glaube. Aber wenn ich jetzt das ist das Schöne im Deutschen, da gibt es statt Logik gibt's das Wort folgerichtig. Nein. Oder nein. Ist das Logik ist wieder etwas anderes. Das ist wieder was anderes. Logisch ist das, wenn es stimmen tut. Wenn es wirklich stimmen tut, nach dem, was die Wirklichkeit ist, was das Wort ist. Ja. Und anhand von dem musst du weitergehen. Und dann ist es folgerichtig. Dass der Verstand das braucht, um richtig zu entscheiden, um richtig zu handeln. Ja. Und das wiederum braucht beim Mensch, dass er das machen tut, Vernunft. Es fängt also an bei der Logik über den Verstand zur Vernunft, oder? Also muss ich das alles drei entwickeln. Das muss sich alles drei muss sich entwickeln. Es muss zuerst Logik sein, dass es verstanden wird. Die Logik bringt das, dass die Wirklichkeit gesehen wird, wie sie tatsächlich ist, dass sie das Wort ist. Ja. Und anhand von dem musst du den Verstand brauchen, dass dann dementsprechend handeln tust. Also aus dieser Wort raus, aus dieser Logik raus, aus dieser Richtigkeit raus, wo die Wort entsteht, gemäss dieser handeln tust. Also folgerichtig. Ja. Der folgen tust, darum heisst es folgerichtig. Also richtig, folgemäßig, richtig, demgemäß handeln, was die Wirklichkeit vorgibt. Und die Wirklichkeit und das Wort beruht in der Logik hinein. Oder? Ja. In nichts anderem. Ja. Nicht, was der Mensch annimmt, das sei logisch oder so. Logik ist das, dass es Wirklichkeit ist, dass es Wort ist. Ja. Und dann kannst du demgemäß handeln. Also folgerichtig. Der Wirklichkeit und Wort folgen und folgerichtig handeln. Und das in Vernunft. Also auch
ein Verständnis aufbringen dafür, für das, was folgerichtig gemacht wird, wo Verstand braucht. Ohne Verstand geht's einfach auch nicht. Ja. Es ist ein bisschen anders als unsere Psychologen und Philologen und weiss ich was anders erklären können. Es ist wirklich ein sehr Weg, dass es muss richtig erklärt werden und richtig gehandelt werden in Vernunft. Ja. Anders geht's nicht. Und sonst klappt es einfach nicht. Sonst ist da ein Fehler, dort ein Fehler, dort und dort und dort ein Fehler. Ja. Es ist zwangsläufig, dass dann Fehler auftreten können. Ja, okay. Es gibt so ein, ich glaube, da markiert die, das ist so ein Lama gewesen. Der hat mal ein Buch über Logik geschrieben, aber es gibt, also da fängt's ja schon an. Das ist ja eine logische Logik. Einsicht, dass es keinen Gott gibt. Ja, Ne? Logik. Das ist ja logisch, Ja. Ja. wenn man es sich betrachtet. Logisch ist einfach die Wirklichkeit. Logisch ist das Wort. Das Ja. ist Logik. Aber es wird Logik als etwas völlig anderes dargestellt, als es wirklich ist. Ja. Logik ist nur Wirklichkeit Wort. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann kann alles andere nicht funktionieren. Reibungslos. Dann kann es nicht folgerichtig ablaufen. Und Ja. dann ist auch der Verstand, der da und dort durch laufen tut, noch nicht geradeaus. Ja, ist nicht so einfach. So einfach, aber also kannst du denen, wo gelehrt sind auf das, kannst du denen nicht das beibringen. Die wollen das nicht hören, die verstehen das gar nicht. Ja, Weil das, sie schon gar nicht richtig zuhören können. Sie haben dauernd das im Kopf, was sie einfach gelernt haben. ja. Oder? Und an dem halten sie fest. Und über das können sie nicht drüber ausdenken. Sie können nicht denken, das, was Wirklichkeit ist. Sie finden den Weg zu dem gar nicht. Ja. Das ist das Problem. Darum Ja. hörst du, ja, das ist logisch, logisch. Sie wissen gar nicht, was Das- Logik überhaupt ist. Ja. Die Logik ist etwas ganz anderes, als sich der Mensch wirklich vorstellt. Die Logik ist das, was Wirklichkeit, was Wahrheit ist. Das ist Logik. Ja. Aber die verstehen unter Logik etwas völlig anderes. Ich weiss der Teufel was, aber nicht das, was es effektiv ist. Ja. Und wie könnte man jemanden zum Zuhören bekommen? Durch das, dass du die Logik bringst und der andere sich bemüht tut, sein falsche Denken, seine falschen Begriffe, die er hat, auf das zu konzentrieren, was die Logik wirklich ist. Nämlich Wort, Wirklichkeit. Ja. Aber, musst du schauen, wie man der Mensch macht das. Ja, die Oder wie man der Mensch findet den Weg dazu. Ja. Der Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, der wurde mal, ich glaube, es war in Afrika, gebeten, waren zwei verfeindete Stämme, wo auch Morde stattgefunden hatten unter den Stämmen, zu der versuchen, dass hat lange gedauert, sie an einen Tisch zu bekommen. Ja. Und dann fingen die halt an zu reden, das hat nicht lange gedauert und dann ging
ging es halt Ja, der Streit los, ne? Passen, weiß was. Ja, und der eine beschuldigte den und der andere den und so weiter. Und dann hat er eine halbe Stunde gebraucht, sagt er, oder eine Stunde, damit die eine Partei wiederholen konnte, was die andere gesagt hat. Ja. Die konnten nicht wiedergeben, was die anderen gesagt haben. Er hat einfach nur gesagt, Partei A, sag du, Ja. was Partei B gesagt hat. Wiederhol das. Ja. Die konnten das nicht wiederholen und umgekehrt auch nicht. Das ist logisch. Ja, die konnten nicht hören. Wirklichkeit. Ja, Das ist logisch. Es ist also die Wirklichkeit. Das ist das Wort. Die hat die Meinung, die hat die Meinung. Die hören nicht zu, die hören nicht zu. ja, die konnten das nicht wiederholen. Ja. Das hat also noch ewig lang gedauert, er hat es dann immer wieder, bis sie dann irgendwann haben sie dann das mal wiederholen können und dann haben sie erst verstanden, was der andere gesagt hat. Ja. Eben. Und dann haben sie auf einmal festgestellt, wenn wir so reden, dann brauchen wir uns auch nicht mehr umzubringen. Ja. Ja. Siehst du? Aber tun den Menschen das versuchen, einmal klar zu machen. Ja. Die halten an dem fest, was sie von klein auf schon intus haben. Ja. Sie halten stur das Leben lang an dem fest. Ja. Sie denken nicht selber darüber nach. Ja. Und du musst erklären können, du musst es ist halt, man muss können erklären. Und sonst Ja. begreifen es die anderen nicht. Und da ist, du kannst erklären, aber der Mensch versteht etwas anderes darunter, wenn du sagst, ich erkläre euch das. Oder es ist anders, wenn du das sagst, ich muss es erklären. Oder sonst verstehen die das wirklich nicht. Ja. Wenn du nicht das machst, was musst, da ist ein Muss dabei. Du musst ihnen das erklären, sonst verstehen sie es nicht oder lernen es nicht zu verstehen. Ob du willst erklären, ob du kannst erklären, das ist etwas ganz anderes. Wenn du die Fähigkeit hast, dann kannst es du erklären, aber denen musst es du erklären. Ja. Oder? Weil sie es sonst nicht schnallen und wenn sie es überhaupt schnallen. Wenn sie überhaupt bereit sind zuzuhören. Ja, Ja. Es ist also, es muss von dir aus sehen, dass es du musst erklären. Auch wenn es du kannst erklären. Das ist nicht das, was die anderen aber brauchen. Du musst eben den anderen können erklären. Ja. Ja, gut. Es ist schwierig. aber es ist so, ja. Genau. Sie sagt dann, ja, dass eben zur Evolution ein gewisses Barbarentum vonnöten ist, wie zum Beispiel Tierexperimente, um Medikamente herzustellen oder ähnliches, wo dann auch Tiere sterben, aber was ein gewisses Barbarentum ja bedingt, ne, aber einfach vonnöten ist. Ja. Da ist jetzt mal, war mir der Gedanke gekommen, ich hatte jetzt gerade auch mit Nathaniel und Liliana gesprochen und die hatten halt auch, wie das mir auch ging, so, wenn man in der Kirche war, irgendwas stimmt hier nicht. Oder irgendwas wird hier mir nicht gesagt. Oder, weißt du, wo man merkt, hier passt irgendwas nicht. Ja, und ja, aber auch, dass musst wissen, warum es um den Brei herumgeredet wird, weil sie es nicht anders verstehen. Ja, sie haben es ja auch so gelernt im Grunde. Sie sind auch in dieselbe Falle getappt. Ja, sie haben nicht logisch. Ja,
nicht logisch können lernen. Also sie haben nicht wahrheitsgemäß können lernen, nicht wirklichkeitsgemäß können lernen. Sie haben nur das können lernen, was ihnen beigebracht wurde. Ja, Und ja, das Lügen, Lug und Betrug, ja, Fantasie und weiss ich was alles. ja. Aber es bedingt ja dann nachher sozusagen, viele Jahre habe ich das einfach ja trotzdem so mitgemacht. So. Bin auch konfirmiert worden und so weiter. Aber dann, als ich dann erwachsen wurde, irgendwann ist dann sozusagen der Rebell durchgebrochen. So, ne? Bin aus der Kirche ausgetreten und bin dann nachher auch Buddhist geworden. Äh, Das ist ja eine gewisse Rebellion. So. Steckt da auch sowas Barbarisches drinne irgendwo oder ist das wieder was anderes? So diese. Das ist wieder etwas anderes. Dass, wenn du eine Religion annimmst, so wie du zum Beispiel gemacht hast, dann hast du die angenommen aus vielleicht Glaubensgründen oder weil du vielleicht gedacht hast, es geht mir besser oder du hast Erwartungen reingesetzt oder dies und das und jenes. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich Ja. weiß nicht, warum dass du Ja, kann ich sagen. Ich habe einfach mehr Antworten im Tibetischen oder im Buddhismus gefunden ja, als im Christentum. ja, Also zum Beispiel allein mit Reinkarnationslehre und das. Da, eben, es hat jedenfalls einen Grund gehabt. ja, Aber den Grund musst du wissen, den kann ich dir nicht Ja. sagen. Ja. Ich kann es dir nachvollziehen, wenn du mir sagst, aus dem und diesem und jenem Grund raus. Das ist ganz klar. ja, Aber was deine Sache war, ist, das musst du alleine wissen. ja. Oder? Also, Ich meine, das ist nicht gleich. Ich kann dir das nicht nachvollziehen, wenn du konfirmiert worden bist. Ich bin nie konfirmiert worden. Oder? Ich habe an der Sonntagsschule geschaut, was die erzählt haben. Ich habe in der Heilsarmee gelesen. Ich bin im Islam beigetreten, ich bin griechisch-orthodoxen beigetreten und so weiter. Nur zum Lernen, was dort vor sich geht. Oder? Das ist etwas ganz anderes. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ein Mensch dem und diesem und jenem aus Glauben beitreten tut. ja, Oder? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiss nicht, was in dem Mensch ihnen dann vorgeht. ja, Ich bin diesen Sachen nur beitreten, um zu wissen, um zu lernen, wie, was, wo tun sich die Menschen abgeben, wie tun sie sich verhalten und so weiter und so fort. Oder? Das ja, habe ich gelernt bei denen. Durch das, aber es ist mir gar nicht anders möglich gewesen, als diesen Religionen beizutreten, um können mitzumachen und selber zu erleben, wie, was, wo, oder? ja, Aber was der einzelne Mensch von diesen Gläubigen, wo ich kennengelernt habe, in sich hinein vorgeht, das ist mir ein Rätsel gewesen. ja, Ich weiss, dass ein Glaubenswahn ist, aber wie sich der Glaubenswahn im Mensch ihnen selber auswirken tut, das habe ich nie feststellen. Bei keinem, den ich kennengelernt habe. Weder bei den griechisch-orthodoxen, noch bei der Heilsarmee, noch bei der Brüdergemeinde, noch beim Islam oder was es dann eben war. Oder das ist mir nie klar geworden. ja. Ich weiss, wie es funktioniert, was sie machen und so weiter und so fort. Aber was da innen vorgeht, das ist unnachvollziehbar. Das Ja, geht mir auch immer mehr so, dass ich das immer, je länger ich hier bin, desto schwieriger
kann ich das nachvollziehen, wie ich da früher gedacht habe. Ja. Da, Wenn der Mensch langsam das Glauben ablegen tut, dann kann ich verstehen, dass er das nicht mehr begreifen tut bei anderen oder bei sich selber. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie der Mensch sich selber fühlt mit all dem, was er in den Kopf hineinbiegen tut, mit dem Glaubenszeug, ja, mit dem Ritual oder was es dann eben möglich ist. Das ist einfach nicht möglich. ja, Sagen, ich weiss nicht einmal, wie sich der Mensch fühlt, wenn er sich konfirmieren tut. Oder, das weiss ich nicht. Ich habe das nie mitgemacht. ja, Ich bin nie getauft worden oder sonst irgendetwas. Ich weiss nicht einmal, wie es zu und her geht im Mensch, wenn er getauft wird. Das kann ich dir nicht erklären. ja, Mein einer Bruder hat es auf dem Totenbett hat ihn getauft und nachher ist er ins Sanatorium gekommen und ist wieder gesund geworden. Aber sicher nicht wegen dem, dass er getauft worden ist im Spital. Ich bin dabei gewesen. Ich konnte das nicht nachvollziehen. ja, Und beim anderen Bruder, der ist getauft, er ist getauft worden wegen einem Seemann, der sein Götti dann war. Das war der Kirche gewesen. Aber ich konnte das nicht nachvollziehen. ja, Ich weiss nicht, was im Menschen in dem vorgeht. Oder wie er denken tut, wie er sich fühlen tut und so weiter und so fort. Weißt du, ich kann es nachvollziehen, bei einem Baby, wo getauft wird, das kriegt überhaupt nicht, ja, meines Erachtens überhaupt nichts mit davon. ja, ja, Oder? Das kann ich nachvollziehen. Das ist einfach nichts. ja. Oder? Ja, du warst halt auch schon sehr früh in Kontakt mit Swat natürlich, Ja, ne? natürlich, sowieso. Und Aber meine Eltern haben auch kein Kind getauft, das geboren worden ist. ja, ja, Das ist nicht in die Grenze gekommen. ja, das ist Das schon, ist ja, nur durch den Pfarrer Zimmermann ist das, durch den Pfarrer Wipf ist das zustande gekommen bei meinen zwei Brüdern. ja, ja, Und die Schwestern, die sind auch nicht getauft worden. ja. Ja, Erkenntnis ist dann, dass man, Erkenntnis ist dann, wenn du die Logik ergriffen tust. Wenn du also Wirklichkeit akzeptieren tust, dann ist es Erkenntnis und vorne nicht. Erkenntnis, wirkliche Erkenntnis ist immer Logik. okay. Und das wird dann im Grunde zu Wissen, also wahrem Wissen, ne? Nicht so Faktenwissen, sondern wahrem Wissen, ja. Gut. Also die Logik ist etwas anderes, als dass der Mensch meint, es sei Logik behindert. Er tut leider Logik mit Vernunft verwechseln. Er meint, Logik sei Vernunft und Verstand. Ja, das ist so. es, ne? Ja, Vor allem steht Logik. ja, Und Logik ist immer die Wirklichkeit und die Wahrheit. ja, Bei allem und jedem. Es gibt nichts, wo nicht die Logik davor steht. Denn die Logik ist immer die Wirklichkeit, die Wahrheit. ja, Aber du kannst den Menschen das nicht lernen. Lehren. ja,
sie halten an dem fest, es ist einfach Logik, aber sie wissen nicht, was Logik wirklich ist. Ja. Wenn du ihnen das kannst erklären und sie selber anfangen zu denken und wahrnehmen, dass die Logik die Wirklichkeit ist und sie das Intus bringen in ihrem Denken und ihrem Verstehen und in ihrer Vernunft, dann klappt es und sonst nicht. Ja. Und das ist halt von jedem selbst abhängig, ob er bereit ist zuzuhören und sozusagen sein Bewusstsein zu öffnen. Genau, der Bereitschaft ist das. Ja. Ja. Dass er nicht einfach annimmt vom anderen, dass er glauben tut vom anderen, was der andere sagt, sondern selber denken und selber drauf kommen. Das ist tatsächlich so. Ja. Oder? Muss selber den Entscheid können fällen, was er annimmt tut als Richtigkeit, wenn die Wirklichkeit geworden ist. Mhm. Okay, ja. Ja, sie sagt hier, ja, ne, das ist nicht so wichtig. Es geht darum, dass das war noch eben halt am Anfang und da war halt eben immer wieder noch Zweifel von den ersten Mitgliedern sozusagen. Es gab ja noch keinen Verein, aber trotzdem sage ich jetzt mal Mitglieder. Und sie sagt dann halt, Semjase, wenn sie in dich und in uns Vertrauen haben, dann genügt ihnen dieses auch vollkommen. Mehr benötigen sie nicht, also die vorherigen Aufnahmen. Ne? Und du hattest auch wegen einer Tonbandaufnahme noch gefragt und du sagte sie, nein, das wird nicht passieren. Ja, das ist geändert worden. Er hat tatsächlich Tonbandaufnahmen gegeben, die ich dann abspielen im Saal. Ah, okay. Hat's tatsächlich. Hat es dann doch gegeben, ja. Aber war auf die Kerngruppe im Grunde beschränkt. Ist nur Ja. Und ja, da also genau, das ist eben, sie sagt es auch später nochmal, dass irgendwie Vertrauen, genau, 2 Seiten später sagt sie, das ganze Unternehmen erfordert bedingungsloses Vertrauen in uns und in dich. Ja. Aber das führt wieder über Logik. Ja, weil das ist eben, was jeder Tyrann auch sagt, sozusagen. Ne? Vertraue mir oder jeder Guru sagt, ne, vertraue mir. Ja. Und, Ja, ne? ja. Und das ist eben eine Sackgasse. Ne? Ja, das ist eine Sackgasse. Und das wird auf dieser Welt missbraucht noch und nicht. Ja, genau. Eben. Und darum ist eine Vertrauenssache eine Logiksache. Vertrauen muss auf dem aufbauen sein, was Wirklichkeit ist. Was Wort ist. Ja. Eben. Da sind wir wieder am gleichen Ort, wo wir am Anfang geredet haben. Es geht alles über die Logik. Und Logik ist immer Wirklichkeit und Wahrheit. Auch das Vertrauen muss auf Logik aufbauen sein. Ja. Sonst ist das Vertrauen nichts wert. Dann ist es ein Glaube. Ja, dann sind es nur Annahmen. Ja, eben. Er verhält sich so und so oder sie verhält sich so und so und dann ist es nur ein Glaube. Es ist nur ein Glaube, ja. Dann ist nicht wirklich Vertrauen, sondern das, was dann Vertrauen genannt wird, ist nichts anderes als ein Glaube. Ja. Und darüber sollte der Mensch mal gründlich nachdenken, dass er einmal Intus kriegt, was wirklich Vertrauen ist.
Ja, das ist nämlich eine interessante Frage. Ja, ja. Ähm, Ein Vertrauen, das, was der Mensch braucht, als Vertrauen, ist nichts anderes als ein Glaube. i- ja, scheint mir nämlich auch Ja, so. Und deswegen, also du sagtest mir auch mal, dass man niemanden sozusagen, jeder Mensch kann Fehler begehen sozusagen, ne? richtig. Und Jeder Mensch. Und so viel er auch weiß, so weit, dass er fortgeschritten ist, in allem und jedem, in seiner persönlichen Entwicklung, in seinem Wissenentwicklung und so weiter und so fort. Äh, Es ist immer etwas vorhanden, wo der Mensch kann aus der Bahn rühren kann. Das und dieses und jenes, wo einfach, wie soll ich sagen, wo einfach rumlaufen tut, ob er will oder nicht. Wo sich einfach ergeben tut. Ohne hm, dass eigentlich sein Wille dahinter stecken tut. Oder? Wo es ja, sich einfach, wie man sagt, es ergibt sich einfach so. ja, ja, und dass das Wichtigste ist, dass man wirklich in sich selbst Vertrauen hat. Also dass das wichtig ist, das ist sozusagen die Basis. Richtig. Ja, und das kann der Mensch aber nur Selbstvertrauen haben, wenn er logisch denkt. Ja, Wenn er nach dem geht, was Wirklichkeit, was Wort ist. Nur ja, dann kann er Vertrauen haben zu sich selber. ja, Ja. ja, Aber es ist, dort ist einfach ein Prozentsatz, wo sich einfach tut ergeben. Es gibt auch keinen Mensch, der perfekt kann sein. Weil ja, jeder Mensch, ob er niedrig ist oder hoch, im Lernen, es ist immer möglich, dass irgendetwas sich einfach ergibt, ohne dass er eigentlich will oder einfach nicht daran denken tut, weil er vielleicht beschäftigt ist mit ja, irgendwelchen Sachen ja, und nicht daran denken tut und so. Und ja, dann ergibt sich, dass halt einfach etwas kommt, wo nicht richtig ist. ja. Es gibt auch keinen Mensch, Es gibt keine absolute Vollkommenheit. Das gibt es halt das gar nicht. Es ist, so hoch, dass der Mensch entwickelt ist. ja, ja, So viel, dass er auch weiß. ja. Es ist immer relativ, ja. Ähm, aber je logischer und je mehr ich die Realität sehe, Ja. Und des, dann das Sehen alleine, das Warnen alleine lange nicht. Du musst auch nach der ja, gehen, der Lebe. nach Ja, der denken, nach der handeln ja, und so weiter und so fort. Auch ja, wenn du fantasieren tust, musst du nach der Logik fantasieren. Ja, es klingt verrückt, aber es ja, ist tatsächlich so, ja, Michael. ja. Und Vertrauen zu jemandem anders dann zu entwickeln, basiert dann auch, dass man, je mehr man die Realität erkennen kann, desto besser kann man natürlich auch die Realität in Bezug, in der Beziehung zu, Akzeptieren. Du musst die Logik dann akzeptieren. ja, Das ist eine Bedingung. ja, Ohne dass du die Logik akzeptieren tust, nützt dir alles andere nichts. ja. Und die hilft mir dann aber auch besser zu erkennen, ob ich einer anderen Person vertrauen kann. Richtig. Ja. Ja, deswegen macht das so viele Beziehungen schwierig. Also, Ja, weil darum hat, wir alle so im Glauben sind, ja, dann, darum gibt es auch Streit, Mord ja, und Totschlag. ja, Selbst in einer Ehe, ja, in einer Freundschaft.
plötzlich entsteht aus der Freundschaft Streiterei, Feindschaft und Ja. so weiter und so fort. Weil eben die Logik nicht gestimmt hat. Das Ja. heisst, es ist etwas als Logik gesehen worden, wo gar nicht Logik ist. Ja. Ja. Und das ist sehr häufig der Fall für den Menschen. Ja. Aber wenn es nichts gibt, was schlecht ist, dann kann der Mensch nicht daraus lernen, was Wirklichkeit ist, was logisch ist. Dass man das zum Beispiel nicht macht, dass man nicht mordet zum Beispiel, oder dies oder das oder jenes. Ja. Ja, das fällt schon in den ersten Kontaktberichten auf, das ist dann später hier in diesem Kontaktbericht, wo Semjase, sie hatte dir ja 7 Adressen gegeben, ne, von diesen Personen, die dann nachher später alle umgekommen sind. Aber sie hat dann schon jetzt im 9. Kontaktbericht stellt sie dann schon fest, dass die doch nicht so weit entwickelt sind, wie sie das angenommen hatten. Ja. Und also es sind immer wieder Situationen zwischen euch, wo man merkt, sie haben das so ein bisschen, das klingt jetzt böse, aber das meine ich gar nicht so, aber wo sie die Dinge hier ein bisschen naiv angegangen sind, weil sie diese Schlechtigkeit kennen die gar nicht. Ja. Dieses Lügen und... Ich vorhin will sagen, Blauäugigkeit. Ja, genau. Genau. Blauäugig. Sie sind blauäugig ein bisschen hier an die Sache angegangen. So. Eben, ja. Und haben, wo du ihr auch erklärst, so mit den Kristallen und was sie dir besorgen wollte und dass du es verkaufst und wo du gesagt hast, na, da brauchst du eine Genehmigung und alles wird dir im Grunde vorgeschrieben und dann meint sie, das kann doch nicht sein und wo sie gar nichts wusste über die Gesetze hier auf der Erde, ne? Und wo ihnen diese Schlechtigkeit sozusagen und dieses Negative war ihnen sehr fremd im Grunde, Ja. oder vollkommen fremd sogar. Ne? Ja, weißt, sie haben vor etwa 52.000 Jahren, haben sie, es hat viele Mörder und Selbstmörder hat es dort mal gegeben, weißt, wo sie den anderen umgebracht haben, nicht Schlag gekommen sind, mit dem eben wo dort Ja. Und sie haben einen völlig falschen Weg beschritten, nämlich das, dass sie einfach das Böse sein gelassen haben und nicht mehr daran denken, dass das weiter existiert. Auch wenn der Mensch das nicht mehr offen praktizieren tut, dass es immer noch im Mensch drin ist und dass das eine grosse Zeit, eine lange Zeit braucht, dass das wirklich weggeht. Ja. Wie alles und jedes, ein Mensch, wo zum Beispiel eingesperrt wird, weil er Stellen tut oder ein Dieb ist, oder der kann eingesperrt werden, so lange, wenn er rauskommt, macht er weiter, oder dann verwünscht es ihn wieder und dann, vielleicht wird er mit der Zeit halt gleich gescheit und macht es dann nicht mehr. Und so ist es auch mit dem Gefühl, mit dem Denken, mit der Fantasie, mit den Gedanken und so weiter und so fort. Das muss langsam in die Ordnung gebracht werden. Ja. Anders geht's nicht. Es geht nicht von einer Sekunde zur anderen. Ja. Ja. Es braucht alles seine Zeit. Ja. Ja, es ist nur, dass ihre Gesellschaft ist halt Krankheiten kennen sie schon, aber erfahren sie ja kaum. Also so wie sie krank werden, haben sie schon das Heilmittel. Ja, ne? genau. Das heißt, dieses Leid, was wir für uns fast normal ist, Und das ist kennen sie halt das nicht. ist etwas, wo ich geschrieben. Wo sie dann lernen daraus. Ja. Ja. Und Ja.
das geht über die ganze Föderation. Das bleibt nicht wieder pro Jahr Ja, eigene ja. Firma, sondern sie tun das verbreiten durch die Ja. ganze Föderation. Ja, Die haben dort ein ganz anderes Ding, als wir da haben auf der Erde. ja, Oder? Und da bleibt es vor der Hand auf der Erde, da geht es ja nicht raus. ja. Oder ausser denen, wo da, Gekommen, ja. Und ja. Und die selber lernen das halt nicht, was da gelehrt wird, oder? na. Ähm, äh, ja, das eben, es ist ja auch oft, dass gerade in den schwersten Momenten oder so, bei Nathaniel hat er auch erzählt, das ging ihm halt psychisch sehr schlecht für über ein halbes Jahr. Und dann hat er deine Schriften entdeckt. Ja. So, ne? Oder hat dann Michael Horn irgendwo auch gesehen und so weiter. Und Für Menschen, es braucht immer einen Anstoß. ja. Von mir selber ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Mensch von mir selber lernen tut. In der heutigen Zeit und schon lange da auf der Erde, seit Alters her. Ja. Da ist, das Faustrecht gilt da seit Alters her. Es ist die einzige Möglichkeit, dass er lernen tut durch das, was ihm erklären tust. Dass er so weit sich entwickelt, dass er schnallen tut, was du ihm erklärst, dass er willig wird, dem nachzudenken und selber die Logik findet raus und dann der nachgeht und schalten wird. Ja. Anders ist es leider nicht möglich. Ja. Aber da zeigt sich halt, was sie ja sagt, dass das Leid notwendig ist dann, um Es geht nicht anders. Das anfangen zu denken. Jeder Mensch da auf der Erde, so weit oben als logisch, wenn du alles anschaust, links und rechts, oben und unten, geradeaus, hinten, es ist immer etwas dabei, wo der Mensch braucht, dass er anfängt zu denken. Ja. Dass er anfängt, sich zu ändern. Dass er merkt, es ist nicht richtig, was ich mache. Ja. Oder ob es ein Leben ist oder eine Handlung oder was auch immer. Es braucht einfach einen Anstoß dazu. Anders geht es nicht. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es ohne Leid nicht geht. Ohne, oder wie hast du vorhin gesagt, ganz am Anfang, das Barbarentum und weiss ich was alles, oder aus dem lernt der Mensch, dass es eben anders muss sein. Ja. Mhm. Nur durch das lernt der Mensch, durch das kriegt er das, dieses und jenes satt und lernt Logik kennen. Also, wie es wirklich ist, wie es tatsächlich mit geworden ist. Und dann geht's aber noch lange, bis er endlich schnallen tut und das macht, was die Logik sagt. Ja, das ist dann der nächste große Schritt, dann das auch anzuwenden. Ne? Ja. Und wir haben in der deutschen Sprache unheimlich viel Begriff. Gell? Ja. Man könnte viel erklären. Aber wenn etwas falsch definiert wird, wie die Logik zum Beispiel, Menschen wissen gar nicht, was die Logik überhaupt ist, dann ist halt einfach für längere Zeit, bis er endlich darauf kommt, was es wirklich ist. Hopfen und Malz verloren. Ja. Erst dann, wenn er mal weiss, was das wirklich ist, wie das wirklich funktionieren muss und so weiter und so fort, dann kann es greifen und vorangeht. Ja. Mhm.
Genau. Ja, Wenn du zum Beispiel das nimmst, was der Daniel geschrieben hat, da. Magst du dich erinnern, wo wir am Antwort gegeben haben darauf? Da, der Daniel, der das E-Mail geschickt hat, wo geschrieben hat, er sei runtergefallen und jetzt ja, jetzt läuft's besser, ja. siehst Ja. du Da, irgendwie einen Anstoß und dann ja, fängt der Mensch wieder an zu denken. ja, ja. Ähm, was nicht mehr eigentlich, Ja, wir haben noch 5 Minuten. ja, gut, gern. Sie erzählt hier dann von der Geschichte der Erde hier. Und dass da halt erst ist äh, der Ishwish Pelegon gekommen und dann nachher der Arus, der Barbar. Und das eine war vor 190.000 Jahren Ja. und das andere halt vor 13.500 Jahren, wo die gekommen sind. Ja. Und Aber das hat nur kleine Gruppen hat das betroffen. Das hat nicht die ganze Erde Menschen. ja, das waren 70.000. Ja, Das ist ja das ist nicht viel. Ja, ja, genau. Und das ist erst 10.000 Jahre gut gelaufen, also verhältnismäßig. ja, Und dann ist es aber auch sozusagen wieder ausgeatmet. wieder ausgeartet. Genau. Und das passiert beim Menschen. Das siehst du jetzt. Das, was ich gerade vorhin gesagt habe, wo du Antwort gibst. Zuerst weiss man es, man lebt dann noch und dann kommt irgendetwas und dann lässt der Mensch wieder nach und geht Ja. wieder runter. Ja, Und dann braucht es wieder einen Anstoß und dann, ja, ja, das ist leider so. Das ist nur aus dem Grund, weil der Mensch sich einfach gehen lässt. Wie soll ich dir das sagen? Weißt, er wird praktisch gleichgültig gegen sich selber. mhm. Er macht das, was richtig ist, macht er mit der Zeit einfach loser und geht wieder retour. Ja, Statt dass er immer gleich bleibt und schaut, dass er immer vorwärts kommt. Und mhm. wenn es nur ein Jota ist pro Jahr, 1 Jota pro Jahr, lange dafür, dass er weiterkommt. Ja, Statt aber 1 Jota abwärts, schon fertig. mhm. Das reißt dann plötzlich ein, Ja, blitzartig. ja. Und es geht dann auch oft ziemlich schnell Ja. bergab wieder, so, ne, dass die Leute sich dann komplett gehen lassen. Genau. Und ja, Ja. das ist, Da kannst du nichts dagegen machen. Das ist jedem Mensch seine eigene Sache. ja, Das da nützt nichts, wenn du ihm einfach reden tust oder auf ihn einreden tust und so weiter und so fort. Da findet statt. ja, Und ja, nur Selbstdenken bringt etwas. Wenn er etwas hört, etwas liest, etwas sieht, die Logik sieht, dann klappt es. ja, Sonst leider nicht. ja, ja, ist halt so. Wie der Psychiater nicht. Ja, ja, ist immer dieses Eigenbemühen Ja. notwendig. Also, Das, liegt an dem, ja, das hat jeder Mensch selber, wie man so sagt, in der Hand. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. ja. Ja, sie sagt dann hier auch, dass
dass die dann vollkommen verwildert sind. Also da war dann dieser Krieg, Atlantis und Mu und nur als letztes Wort, es zeigt dann aber, dass die da zurückgeblieben sind nach diesem großen Krieg, Ja, die sind dann total verwildert ja, und sind doch dann aber auch in der Evolution wieder sehr weit zurückgefallen, nicht wahr? ja. Natürlich. Da haben sie sich besser zusammenrissen und anfangen aufzubauen. Ja. Ja. Da ist nichts anderes übrig geblieben. Vernupft. Ja. Ja, das ist so unnötig, weil was wir jetzt an Technologie entwickeln, das existierte ja schon alles. Ja. Viel mehr sogar. Sehr viel mehr. Ja. Also, das ist irgendwie, Wenn du denkst, geht alles wieder von vorn los. Mensch hat sich so 5-mal. 5-mal. 5-mal hat er sich selber vernichtet, da auf dieser Welt. Wow. Du hattest in dem Interview mit Jaime, hattest du gesagt, dass 2-mal Hochtechnologie Ja. auf diesem Planeten existierte. Ja. Aber vernichtet hat er sich schon 5-mal. Vernichtet hat er sich selber. 5-mal schon. Ja. Also, weißt du, Also, nicht die ganze Menschheit, aber- sondern Völker, Ja, riesige Völker, ja. haben sich selber vernichtet, weil sie die Überbevölkerung geschaffen haben. Sie haben sich überbevölkert und sind verringert. Zürichdeutsch gesagt. Ja, das war regional, nicht global. Ja, das ist Regional, ne? Weil jetzt ist es ja global, ne? Das ist 5-mal. 5-mal. Ja. Einmal ist es Gesamtwerden. Diesmal, ja. Ja, wenn wir dann jetzt nicht vernünftig werden, dann kommt irgendwann das große Sterben. Das ist also Ja.